Hallo Klaus. Gehen wir ran? Sehr gut. Herr Klaus, vielen Dank, dass ich mal wieder in deiner wunderschönen goldenen Bar sein darf. Ich finde es so traumhaft hier. Willkommen, gerne. Hier in einem sehr geschichtsträchtigen Haus befinden wir uns. Magst du mir dazu ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, auch zur Bar? Dazu gekommen ist, dass eigentlich meine Partnerin, die Leonie von Carnap, auf die Ausschreibung aufmerksam geworden ist, die hier stattfand. Ich war damals im Schumanns und auch ziemlich happy damit und sie kam zu mir und sagte, hey, ich hätte genau den Laden für uns, das wäre der Hammer und so. Und ich sage, lass mal stecken und ich bin ganz happy und das passt schon. Ne? Musste aber versprechen, dass ich mir zumindest mal anschaue. Und dann saßen wir hier am Tisch und dann, Alter, da hat jemand Gin an die Wand geschrieben und eine kleine Flasche und eine Destillerie. Dann bin ich aufgestanden und dann habe ich es erst gecheckt, dass alles hier an den Wänden mit Trinken zu tun hat und dann gesehen, okay, hier in Schottland ist eine kleine Whiskyflasche und eine Whiskydestillerie, Whiskyhändler, die mit Fässern und Kisten dealen. In der Mitte, super fett, die Champagne, auch mit Themen aus dem Keller. Hier wird gerade degorgiert und am Rüttelbrett die Flaschen gedreht. Die Karibik. Mit Haiti, Jamaika, Kuba, Zigarrenthemen, hier Händler mit Rumfässern, Zuckerrohrernte. Interessant ist, dass die ganzen Szenerien, die hier rundherum sind, die alle, wie gesagt, mit Trinken zu tun haben, damals so gedacht waren, dass es eine projizierte Getränkekarte war. Alles, was hier an den Wänden ist, konnte man früher hier bestellen in dieser Bar. Ich war einfach geflasht und gedacht, boah, das müssen wir machen. Aber dann hatten wir halt noch 48 andere Konkurrenten, die sich ebenso auch hierfür beworben hatten. Ja. 48? Und alles irgendwie gestandene, erfahrene Großgastronomen aus München, die sich hier beworben hatten, gegen die wir uns durchsetzen mussten. Wir haben ein knackiges Konzept geschrieben, innerhalb von 2 Nächten, glaube ich, oder so, weil ziemlich bald schon Abgabetermin war. Wir haben dieses Thema, dieses Schwere, was sich so um uns befindet, durch diesen alten und geschichtsträchtigen Bau, aufgegriffen und mit modernen Ideen und mit ein bisschen Punkrock-Twist reingebracht, der es uns ermöglicht, gut mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Ja. Du bist ja auch sehr umtriebig, viel als Juror unterwegs. Unter anderem warst du auch beim Internationalen Cocktail Grand Prix in Havanna. Worauf achtest du da, wenn du da als Juror tätig bist? Was ist dir da wichtig? Hospitality, ja, also sprich, den Gast oder in dem Fall den Juror, das Publikum, einfach nicht vergessen. Ja? Nicht so diese Scheuklappennummer und strikt so sein Ding durchziehen. Bei vielen merkt man echt so, hey, es ist ein Ticken, es ist gut und intensiv vorbereitet, aber es ist zu auswendig gelernt, es ist zu steif. Weil man muss auch an die Realität denken. Was ist, wenn mein Drink gewinnt? Wenn mein Drink gewinnt, ja, dann muss ich den hier machen. 1 Million Mal machen. Ja? Und dann kann ich nicht einen Mosaik aus Schokolade machen und ein Gießkännchen mit dem Drink. Ein Drink muss dann auch funktionieren, wenn er tatsächlich dann auch... Und auch realistisch an der Bar umsetzbar. Können wir dir einen machen, wenn du magst. Ja, gerne. Wie heißt der? Det Presidente. Basis ganz klar, wie der Name schon sagt, El Presidente. Und wir haben halt nur den hellen Rum mit dem dunklen, kräftigen Havana Club Selezione Maestro ersetzt. Und haben eine Melasse-Grenadine gekocht. Oh, das gefällt mir. Ich tatsächlich habe wenig Erfahrung mit Wettbewerben. Deshalb vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie sich die Wettbewerbe eigentlich verändert haben. Und auch der Anspruch. Ich habe die Wettbewerbe missbraucht. Und zwar dafür, dass ich ein junger Bartender war damals, der den ersten Wettbewerb, weiß ich nicht, auch 19, 20 oder so gemacht hat, 20. Und sich gedacht hat, wie geil ist denn das? Du lässt dir ein Rezept einfallen und dann wirst du irgendwo in eine Stadt eingeladen, kannst kostenlos übernachten, kostenlos essen und lernst Bartender aus der ganzen Welt kennen, mit denen du über alles Mögliche reden kannst und kommst dann in dieser anderen Stadt auch noch in andere Bars. Und das war einfach hammergeil und ich habe mich damals bei jedem Wettbewerb beworben. Ne? Einfach um rumzukommen, eine Erfahrung zu sammeln. Ich hatte so einen leichten inneren Ehrgeiz, dass ich gesagt habe, ich bin happy, wenn ich unter die ersten 10 komme, was ich tatsächlich auch immer war. Nicht immer unter die ersten 3, aber unter die ersten 10 war ich völlig happy. Und mir dachte so, ey, Alter, ich bin einer von den krassesten 10. Und das war für mich völlig okay. Es gab damals nicht so wie heute Wettbewerbe, wo man auch so viel lernen kann. Ja? Besonders Academia del Ron, du bekommst so viel mit. Du hast diese Workshops, wo jedes Mal Hammer-Speaker sind.
wo ich mich als Jury auch jedes Mal mit reinsetze, da verpasse ich keinen einzigen. Die sind mega interessant und richtig geil. Es ist ja nach wie vor so, dass das Bartender kein Lehrberuf ist, sondern man muss wie ein Schwamm alles aufsaugen, also zumindest wenn man ein guter werden will, und sich umhören und schauen und machen und auf die Finger schauen und sagen, so ein Hund, so macht er das. Und, Verdammt, vielleicht mache ich doch noch mal einen mit. Ich habe ja immer gesagt, ich mache keinen, aber vielleicht mache ich doch noch einen. Ich mache auch noch einen. Ja, machst du noch einen? Ja, zu meinem 50. Machen wir Geburtstag. zusammen? 50. Geburtstag bin ich bei der Akademie Ron dabei. Machen wir zusammen. Super.